Ich möchte am Anfang beten. Und ich Vater, ich danke dir für diesen Mario. Ich danke dir für das Wort, was uns hier ist. Und Vater, uns Worte verlangen, als das Wort von dir zu uns redet, dass es macht lebendig, kraftig sein. Und dass es macht in unsere Worte, was bewirken, was wahre schöne Worte in der Ewigkeit nennen. Of hoe dat ik vrouw met ons moet Konzentration geben. Je danken en woorden wat opzien voor die reden en dat abnehmen. Ik bid dat du moest van jou persoonlijk reden te die ons moet. En ik kan die bereiken, wo du ons widerfahren was, wo du was haben, dat we wollen sagen. Ik vrouw dat die Heilige Geist mag komen. Is een ruim onze woorden ervallen, dat ons moest den vrede en de gelutenheid schenken wat we brauchen. En de Geest moest die reden, ik zie die instrument. Amen. Amen. We zijn vandaag bij de vierde Geestesschoof, wat we vinden in 1. Korinther kapitel 12. En dat is heilen. 1. Korinther kapitel 12, vers 9, wordt erwähnt, der Guf von Heilen. Und da werden wir uns von der mit beschäftigen. Gott hat die Gemeinde uitgerust mit Personen, wat der Guf von Heilung hat. Dat daar wie weiter. Gott hat in die Gemeinde Personen eingestellt, wat diese Guf hat. Waarom is dat zo, dat is een vraag wat ik niet stelde, waarom is dat zo dat man eens weer een seelsorgerliches Gespräch brengt, dan wordt wie krijgt weinig persoon te vrouw, oder wanneer wem ten predje fehlt, oder onrechte, oder wanneer am Rot gevraagd wordt. Aber wenn eens weer krank ist, dann stu wie vergeses verbleibt durch, wie weit denn nicht, als die Gemeinde eine Lösung für so hat. Das ist eine Frau, die ich mir gestellt habe. Und ich glaube, es ist ein trüges Bild, was wir der Welt vergeben werden. Und ich unterhalte mich jetzt mit einer Person, warum ist es wichtig, dass in der Gemeinde auch Heilung ist. Wenn sie heute dass Jesus in der Zeit, all die Heilungen und Wunder, was passiert heute, dass wir ein von den Dingen, die die meisten Menschen bringen, damit wir das Wort Gottes hören können. Das ist nicht bloß ein Ähnlichkeit, was da passiert. Nicht bloß dass uns das nicht körperlich soll gehen als Gemeinde und als Gemeindeglieder, sondern das ist auch ein Licht, das rückdagen wird. Und ich mag denken an Reinhard Bonke, als der seine erste Evangelisation macht. Gott sagt ihm, ja, Stadion, wo du dort sitzt, dort sollst du pachten. Und du sollst die Evangelisation haben. Gut, ich fand eine Direktorin und berätete alle das Stadion zu der in der Zeit, wir nach 3 Wochen haben, und dann fährt er runter und nicht anladen. In der Stadt, die Gemeindeleiter, einen im anderen. Er sagt, all die Städte, wo ich bin, ich glaube, der erwähnt 20 noch mit Städten. Nicht ein Gemeindeleiter sieht, dass er wird seine Gemeinde anladen. Keiner hat das gesagt. Und heute dachte ich so, Gott, was soll das? Das ist ein gerettetes Stadion, das ist aller klar, er ist bereit. Er hat mich was zu tun, er hat aber Luther Evangelie. Nur diese 3 Wochen kommt er durch und Peter sagt, oh Gott, Luther wenigstens 1,5 oder so ganz voll sein, bis am Gott mir nicht zerschlagen. Dann kommt er durch und sind wir so bei 100 Menschen. Ganz kleine Platz hier, ein gerettetes Stadion. Er ist eigentlich ziemlich entmutigt, aber er predigt. Es ist Gott am Hotline und nur die Predigt dann Luther nach an, wenn sie für sich gebet haben. Dann kommen nur 5 Personen in der Fähre, ich glaube, das ist ein Feier, ich wieder nicht kann sagen, aber das so. Und während er für die Bete noch einmal plumps von einer Person haben, dann steht er ab und ist gesund. Von der Krankheit, die er hat. Er hat erst eine Krankheit.
Dann plötzlich meistens die zweite Person fällt an. Steht ab und ist gesund. Und so passiert es mit all diesem Feuer. Und Gott hält den da ab und steht. Nächsten Tag, als frische Evangelisation, am 3. Tag ist das Stadion ganz voll. Warum ich das erwähne, das schlägt an. Und eine Person, die gehalten wird, das schlägt an. Das ist eins, wenn attraktiv machen, würde ich uns sagen. Und ich glaube, das ist fundamental, dass das so gut in der Gemeinde sind. Und wie darf das wollte, dass Gott seine Leute auf dort zum Ausdruck bringen, dass du das ans Herz legt, gesagt mir gedacht. Ich will zwei Dinge anreden, was der Guf von heute und vorübergehende Dinge. Aber zuerst möchte ich, dass wir uns die Frage stellen, was ist Heile? Und dann muss ich denken an viele Jahre zurück, als wir jemand noch in Lichtfeld wohnte, und habe frisch Bäumchen geplant. Und ich habe einer von meinen Cousins und knackt ein Bäumchen auf. Da habe ich vertalen lassen von meinem Paar. Ich kann mich korrigieren, was nicht sagt. Aber dann haben wir ein paar Mal angegangen und haben frisch abgerecht und Tipp gebunden, das Bäumchen. Wir aufgebrochen und haben frisch Tipp gebunden. Jahre later, als wir die Familie fast hatten, stand ein großer Baum. Und seht paar uns dort. Das bauen wir mal auf. Und habe ich frisch Tipp gebunden. Und ich dachte, das ist ein feines Beispiel von Heilen. Also, da wird was verbrochen, aber das wird frisch Tipp gebunden. Und das war wieder. Und das von der ersten Tag schreit ja, ihr seid dabei. Das wird ein Beispiel sein von Heilen. Und ich dachte, das ist was ganz Interessantes, was man vielleicht erwähnen kann. Wenn ein Mensch, wenn ein Knirke gebrochen wird, sagt mir das in der Schule sagen, Leute, wenn ein Knirke frisch hat, was du das ist daran, wo der gebrochen wird, als es nachher verstört und fast, dass es fertig wird. Und ein Knirke wird niemals ab einer steht zweimal brechen. Also, wenn ich den Knirke einmal hier gebrochen habe, wird ich den nicht frisch durchbrechen. Wenn es du daran bewusst ist und du wird der Knirke gestört, dann nachher, wenn du gehalten hast. Ich dachte, das ist ein ganz interessantes Ding, was ich vielleicht erwähnen kann. Auch mit der Grippe. Wenn ich ein Virus habe, ein Grippevirus, als mir gesagt wurde, dass ich nicht den selben Grippevirus zweimal haben, ich kann nur bloß einmal haben. Nachher, dann immunisiert der Körper sich durch jeden. Und ich dachte, dass wir vielleicht ein gutes Beispiel von Heilen, erstens mal eine Krankheit, und mal wirklich verstehen, lässt Gott uns durch eine Krankheit oder eine Zeit in unserem Leben durchgehen, wo uns das weidet. Aber er bringt uns in diese Zeit rüber, damit wir seine Stärke sind. In dem Bereich. Mes einmal blüfft, wenn einer geheilt wird, blüfft ein Effekt von Heilung wieder mit einer Person, äußerlich, aber auch innerlich. Wenn ich mich operiere lasse, oder wenn ich was gebrochen habe, oder wenn ich einen Fell und meine Knie verschränkt, dann ist von der ersten Tag noch eine Narbe. Das ist geheilt, aber das jetzt sein, dass ich das mal verschränkt habe. Und du bleibst meist einmal ein Tecken von dort, was passiert ist. Äußerlich, aber auch innerlich. Und das Tecken, das kann entweder gut sein oder kann schlecht sein. Er kann durch eine Zeit durchgehen, Zerbrochenheit, wie man so sagt. Und er kann daher zurückkommen, dass mir das Schlechte geht als vorher, dass ich schwacher sie als vorher. Oder er kann in diese Zeit zurückkommen mit dem Merkmal, dass ich sie stärker geworden bin. Ich sie gesünder geworden, als ich vorher war. Nicht diese zwei Dinge, was der Gott von Heilung und Verrückung tut. Der erste Ding, was der Heilung und Verrückung tut, ist der Glaube. Heilung ist immer abhängig vom Glauben. Immer war es so wie im Neuen, aber auch im Alten Testament, Heilungen, was passieren würde, durch den Glauben. Jesus, der redet Völker davon.
En ik zag me dat nu, wie viel Jesus dat zei, dat goed han die Glaube auf die helpen, dat fängt wie 5 Mal in de Evangelien. 5 Mal wat we dat vinden, dat Jesus sagt, gut han, die Glaube auf die helpen. In Markus 5, Markus 10, in Lukas 17, in Lukas 8 en in Matthäus 9. En wat ganz interessant is, über diesen Glaube auf Jakobus uns auch zu sagen. Jakobus Kapitel 5, Vers 15. Jakobus 5, Vers 15. Und dat sagt Jesus dit. En dat gebed en Glaube wat den Kranken helpen, en de Haar wat am oprechten. En wanneer hij zin begonnen heeft, hij wordt am vergeeft worden. En dat gebed en Glaube. De Glaube is fundamental für diese Guf, für diese Geistesgaben. Also eine Person, wat de Guf von heute hat, der macht sicherlich den Guf von Glaube haben. Der Guf, der hat wie viermal betrachtet, von Glaube. Aber der macht sicherlich den Guf von Glaube haben. Ein 100% Vertrauen in Gott. Die zweite Voraussetzung, dass einer den Guf von heute haben kann, ist das Gebet. Und das fängt wie kurz in dem nächsten Vers von dem, was ich gut zunächst habe. Jakobus 4, Vers 16. Ich möchte, bei 18 möchte ich das lesen. Bekannt jene Sünde einer zum anderen und bet einer für den anderen, dass die keine geheilt worden. Das Gebet von einem Gerechten kommt viel utrechten, wann es abends ist. Elia wie ein schwacher Mensch, so ist wie. Hij weet instantlich daran, dass es nicht regnen soll und das regnet nicht. 3 Jahre und 6 Monate. Und als hij weiter bet, juicht der Himmel in Regen und die Erde bracht weiter ihre Frucht. Amen. Amen. Gebet ist fundamental auch für den Ruf von heute. Das Gebet ist ein kreuziger Bestandteil für den Ruf von Heilung und was der Glaube ist. Werd ik me met beschäftigt, woran nemen we het gebed? En werd ik het brukt Gott dat der verschiedenste Menschen brukt hij het gebed als een heilmiddel, om de andere kunnen geheilt te worden. Ik kan dan op deze Geschichte in 1. Könige Kapitel 13, Vers 4 bis Vers 6. 1. Könige, Kapitel 13, van Vers 4 bis Vers 6. Also, met Unja denken wir vielleicht, das mit der Heilung, das passiert von der ersten Tag nicht mehr. Das passiert damals, als es passierte, Jesus in den Titel, aber nur ist das eins mal aufgeflecht. Und ich fand das im Alten Testament, bloß an das zu sein, dass im Alten Testament hat das diese Heilung gegeben. Im Neuen Testament hat er diese Heilung gegeben und diese Heilung gegeben von der ersten Tag nach einmal. 1. Könige 13 von Vers 4 bis Vers 6. Und als der König Jerobeam hier, wo der Gottesmann über dem Altar in Bethel sieht, streicht er seine Hand nach Armen sieht, nehmt am Faust. Und Jerobeam sein Arm, den er nur den Mond streicht, verdreht, so dass er den nicht mehr abheben kann. Und der Altar brüht miteinander und der Arsch verschädigt. Kriegt sie aus der Gottesmann der Teken gegeben hat und sein Wut vom Herrn. Und der König sagt zu dem Gottesmann, bet betreuen für mich, dass der Herr den Gott mir weiter was meine Hand gesandt merke. Und der Mann bet zum Herrn und der König riecht seine Hand, trägt sie aus Feuer. Das ist im Gebet. Das ist im Gebet. Es kann nicht, der will eigentlich diesen Prophet, will er festnehmen lassen, und dem dann er das verdreht sein Arm. Und dann fragt er, aber es kostet nicht für mich beten. Und der Prophet hat das. Und in sein Arm hat gesagt. Das Gebet hat eine Kraft. Und ich denke, nur an eine Geschichte. Und dann hat er, ich weiß nicht, ob ich die hier mal erzählt habe,
Es war ein Evangelist, der heißt Smith Wigglesworth. Wie ein berühmter Evangelist zu seiner Zeit, bleiben im 18. Jahrhundert, was im 19. Jahrhundert an. In diesem Monat wir bekannt, dass viel Heilungen durch den passieren. Ein Tag traf er sich mit einem Prediger in einer Stadt. Und wenn sie das Prediger ist ein Mann, der hat keine Beine, und viele Beine. Und sie unterhalten sich so, in der Prediger, und mit einmal sagt Smith zu diesem anderen Mann, ich mag an, dass die Mars nie in Schuld haben jetzt. Und das Mann, der denkt sich so, na, lass es mal das sein. Dann zu uns, fällt Gott sagte an, der wird Smith zu dir sehen. Hat ihm gesagt, dass die das sein soll. Dann kommt das Mann danach und meistens schluppe, nächsten zu Mars Tier, steht er ab. Ich habe einen Stuhl, und geht hinein und sagt, ich will ein paar Schafe. Was von Mut und was von Klee. Dann checkt er für zwei Personen an, für die habe ich hier geschaut. Ja, ich will trotzdem. Ich will Mut Nummer 8 Sportklee. Und jetzt ja einen Schaf holen, bringt am den, er nimmt einen Schaf und stellt ihn an dem Bein auf, der die Schöne an, dann wascht den Bein rührt, in den Fett, dann ist es fertig, alle Schaf an. Dann nimmt er den anderen Schaf, der das selber sieht, wascht den Bein rührt, in den Fett, dann ist er dem Stuhl rührt, nicht bis mit ein paar neue Schaf, aber mit ein paar neue Beine. Woran vertale ich das? Unsere Vorstellung von wer Gott ist und wer gefällt clean und was er denn kann. Smith, der wir nicht überrascht davon, er sagt, was ist der Unterschied bei Gott in die Bretten und Knöchel zu heilen, weil er nie Beinwasser zu lassen, er hat Gebets gemerkt. Und ich glaube, unsere Vorstellung ist ein vergefällte clean von wer Gott ist und was er denn kann. Und diese Ruf von Heile, der Hafteuer, der Mädchen angelegt, das ist nicht eine Frau. Der ist du. Bis der Mann abgeweiht wurde. Fährt man so weit wieder nicht, dass du hast. Das Glaube, der macht wacker geschadet worden. Gott, der dät von dir noch Wunder, der dät von dir noch Heile. Du brauchst ihn nicht untweifeln. Der Ruf von Heilung braucht die Fallung vom Heiligen Geist. Und das ist, hat hier nicht aus einer Voraussetzung gesagt, weil es für mich ist das eigentlich logisch. Wenn ich den Ruf von Heilung habe, meint er, dass ich sie so mit dem Heiligen Geist. Das ist ein zweiter Grund, Hand in Hand. Ich würde hier von der wahrscheinlich noch lange Stunden in die Geschichte vertellen können, wo Gott Menschen auf eine besondere Art und Weise geheilt hat. Aber mein Verlangen ist, dass wir nicht bloß über den Ruf reden, sondern dass wir den praktizieren. Und für die Übergänge, nicht das Praktizieren, möchte ich das sagen, dass wir als Christen, wir sind bereit, für Menschen um Heilung zu beten. Das ist unser Abruf. Gott entscheidet, auf eins, wer soll geheilt werden oder nicht. Und darüber sollen wir uns nicht Gedanken machen. Unsere Berufung ist, zu glauben und zu beten. Und dann wird noch einmal Tipp gefunden. Der Ruf von Heilung besteht darin, dass einer die Fallung vom Heiligen Geist hat. Und das finden wir in der Apostelgeschichte, aus der Mana gedeutet, was für den Diakonendienst wurde vorbestimmt sein. Mana voll Weisheit und vom Heiligen Geist. Und dann fing die Fuß im nächsten Kapitel, das ist das ganze Kapitel von Stephanus, heute Theken zum Wunder. Wie ein Mensch voll Glauben vom Heiligen Geist. Also, die Fälle des Heiligen Geistes, Glaube und Gebet. Wenn diese andere Gabe, die wir bei Zivit betrachtet haben, eins Dinge haben, was in Wirklichkeit besondere Eigenschaften an sich haben, die nicht in jeder da haben kann, dann würde ich sagen, diese Gabe kann wir uns alle haben nicht streiten. In der Gabe von Heilung. Wir können alle mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Wir können alle Gott daran werden, dass er uns Glaube geben macht. Und wir können alle beten.
Wusst du dort, dass du kreuz und verrecht hast, der Gott zu beten, als Elia das kann? Und du kannst kreuz so jässlich sein, als du sein magst. Du hast keine Wand waschen, dass du nicht kannst beten, als Elia betet. Dass wie ein Mann, der schwach wie es liegt. En nogmaals mocht ik dat zijn. En han blijft op deze groef, maar ook op alle Jezus-groeven. Weil wir den Herrn darum beten und weil wir bereit sind, uns formen zu lassen, dass er uns diese Groove geben kann, ein Wandel in uns sein, dass es im Leben eruit wordt. Ich mag noch mit dir beten. Unser Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, dass du selber bist, gestern, von dir und in alle Ewigkeit. Und ich bete, dass du musst von dir zum Morgen den Schleier wegnehmen von unserer Ehe, dass wir sagen können, wer du bist. Jesus, du sagst, wenn ihr Glauben habt, ist ein Sandkorn. Dann sag zu diesem Wort, schmied ihr Männer, und der wird sich in Männer schmieden. Oh Gott, schenk uns diesen Glauben. Lehre uns zu beten. Lehre uns darauf zu rufen, dass wenn wir dir einmal beten, dass du das deine wasch. Mag die Nummer verherrlicht werden. Und Gott, wenn ihr von der Summars Personen seid, dass du die Gabe von Heilung gegeben hast, dass du die Gabe hast, dann bete ich, dass du den musst zum Leben bringen. Dass du diese Personen musst ansparen, die zu brücken. Mag die Nummer verherrlicht werden, Jesus. Die Kraft, alle ihr, in alles, in durch allem, in alle Ewigkeit. Amen. Ich habe ein klein bisschen was über diese Buch gehört. Das ist nicht so viel. Aber ein bisschen was habe ich darüber gehört. Und mein Verlangen ist, dass wir uns nicht andeuten, in Gruppen, zu dritt. Und wir wollen für Menschen beten, die wir weiter krank sind. Das kann sein, die hier in unserem Land sind, aber auch andere, die wir kennen von anders weg. Wir wollen die in Gebet für Gott bringen. Und wir wollen um Heilung beten. Im Glück. Ich lade ihn an, jetzt in Gruppe zu dritt anzudeuten, für 3 oder zu 5. Und dann möchten wir eine Gebetszeit anlegen. Dankeschön.